Da ich jetzt soweit bin, meine Villa im Tessin von der Firma Faller, die ich in einem der letzten Videos zusammengebaut habe, nun endgültig mit einer Innenbeleuchtung zu versehen und ich auf der Suche bin nach einer Komplettlösung, die ich in jedes der einzelnen Häuser, die ich noch bauen werde, einbauen kann, weil ich später diese Häuser direkt von der kleinen Anlage mitnehmen möchte, um sie auf eine größere zu verpflanzen, ohne großes Kabelgewirr. Bin ich jetzt auf der Suche nach einer perfekten Lösung, habe meine über Jahrzehnte gesammelten Leuchtmittel in diversen Kisten jetzt hier mal alle rausgekramt. Und bei mir ist da einiges zusammengekommen und das möchte ich euch einfach in diesem Video mal mit vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. In den 70er Jahren hat das Ganze bei mir angefangen. Damals der gelbe Schraubsockel hier auf der linken Seite, typisch für die damalige Zeit, was anderes gab es im Grunde genommen nicht. Oben eine kleine Birne eingeschraubt. Das Haus war beleuchtet, die Stockwerke waren innen offen, die Fenster von innen verklebt. Das ganze Haus war mit einer Birne beleuchtet, man hat nichts weiter gesehen und der Zweck der Beleuchtung war damit erfüllt. Das Ganze wurde angeschlossen an 16 Volt Wechselstrom, so wie ihr den Trafo hier von unten mal auf der Abbildung seht. Das war damals die einfachste Lösung. Problematisch wurde es, wenn wir einen kleinen Transformator hatten, der parallel dazu auch noch den Fahrstrom für die Lokomotiven zur Verfügung stellen sollte. Dann gingen die Transformatoren mit einigen Glühlampen hinten angeschlossen für die Beleuchtung doch relativ schnell in die Knie. Und deswegen hat man sich bei den meisten Anlagen dann einen Lichttransformator zusätzlich noch besorgt. Später war es dann so wie hier auf der rechten Seite, die LEDs kamen dazu und irgendwann gab es dann auch die LEDs mit dem Schraubgewinde, passend für den alten Sockel, sodass man beim nächsten Birnchenaustausch gegen eine kleine LED ausgetauscht hat. Man kann das, glaube ich, hier ganz gut sehen, links die Birne und rechts die LED. Sodass man nicht die komplette Beleuchtung austauschen musste, sondern nur das Leuchtmittel und das Ganze hat weiterhin eigentlich ganz gut funktioniert. In der Lichtausbeute hat sich das nicht viel genommen, das könnt ihr hier auf den Bildern sehen. Von daher war das mit den LEDs überhaupt kein Thema. Wenn man die LEDs einzeln verbauen wollte, ohne den Schraubsockel, dann hatte man hier die LED. Ich habe sie hier im Beispiel mal nur an eine 9-Volt-Batterie angeschlossen. Problematisch damals oder umständlich einfach, weil man prinzipiell mit Widerständen arbeiten musste, die dann irgendwo im Haus oder unter der Anlage angebracht werden mussten, damit man die LEDs ansteuern konnte. Das Ganze war dann immer schon so ein bisschen Bastelei und wenn man nicht allzu viel Talent hatte zum Löten, dann war das eigentlich umständlich und ich glaube, die meisten sind dann eher noch bei der alten Variante geblieben und haben den Schraubsockel auch weiterhin benutzt und haben dann lieber da die kleine LED eingeschraubt. Als nächstes habe ich dann eine eigentlich ganz praktische Lösung für mich gefunden. Und zwar habe ich mir einen LED-Konstantstromverteiler besorgt mit 5x20 mA. Damit hatte man dann die Möglichkeit, einfach weiterhin den 16 Volt Wechselstromtransformator zu benutzen. Und der Konstantstromverteiler hat dann den Strom nicht nur reduziert, in dem Sinn dann die Widerstände ersetzt, sondern auch in Gleichstrom umgewandelt, sodass man sich den ganzen Spaß mit dem Gleichrichter bzw. mit den Widerständen komplett sparen konnte. Ich habe hier mal das Schaltschema abgebildet. Man hat hier die Möglichkeit, in den 5 Ausgängen jeweils 5 LEDs parallel oder in Reihe zu schalten, sodass mit diesem einen Konstantstromverteiler die Möglichkeit bestand, bis zu 25 LEDs anzusteuern, ohne zusätzliche Elektronik. Und das war für mich dann ganz interessant. Habe einen so einen Teil unter die Anlage gebaut und dann bis zu 25 LEDs ohne großen Aufwand verkabelt. Und das fand ich damals eine recht praktische Sache. Als nächstes dann kamen die kleinen SMD-LEDs. Damals ganz interessant, wenn man sowas in Autos oder irgendwas einbauen wollte, wo man wirklich dann kleine Lichtquellen gebraucht hat, waren die natürlich perfekt. Ich fand es dann aber auch schon wieder als ein Riesengefummel, weil sie mit extrem dünnen Drähten versehen waren und mit diesen kleinen Drähten hatte man dann teilweise auch so seine Last oder ich auch so meine Last, die dann richtig zu verbinden und dann nicht die Drähte hier schon wieder abzulösen, bevor das ganze Teil eingeklebt war. Man kann hier den Größenvergleich ein bisschen sehen zu einer alten LED, die allerdings relativ groß war. Mittlerweile gibt es da auch kleinere. Aber der größte Vorteil war eine eigentlich höhere Lichtausbeute bei kleineren Maßen, was die Möglichkeiten des Einbaus natürlich extrem vergrößert hat.
Hier das Ganze dann nochmal eingeschaltet und man sieht eigentlich, dass es den LEDs trotz der kleinen Größe in der Lichtausbeute überhaupt nicht nachsteht. Dann habe ich als nächstes hier noch gefunden, so vorgefertigte Lichteinsätze. Das ist jetzt hier einer von Faller, der für die Gebäude gedacht ist, wo diese Lichteinsätze praktisch schon Aussparungen in den Decken haben. Allerdings muss ich sagen, dass es hier bei meiner kleinen Villa auch nicht zum Tragen kommt, weil ich zum einen oben ein Flachdach habe. Das heißt, wenn ich das von oben ansetzen möchte, dann wird es hier oben aus dem Dach gucken. Und in dem Moment, wo ich es nach innen einklebe, haben wir die Problematik, dieses Leuchtmittel genauso weit nach unten ragt, als wenn ich hier eine alte Birne einsetze, sodass es meiner Ansicht nach nur für bestimmte Zwecke einsetzbar ist. Und dann kommen wir im Grunde genommen hier zu meiner letzten Möglichkeit. Da wurden schon einige Videos hier bei YouTube drüber gedreht und habe das auch woanders schon gesehen. Und diesmal bin ich hingegangen und habe mir dann auch einen SMD-LED-Lichtschlauch bzw. so eine LED-Lichtrolle besorgt. Habe das dann hier erstmal ganz normal angeschlossen an meinen kleinen Transformator und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. In der Packung waren dann 2x3 Meter, insgesamt mit 180 LEDs. Und das Ganze läuft hier mit einer Spannung von 5 Volt und nicht mehr mit den 16 Volt. Ich habe euch mal hier das Datenblatt mit aufs Bild gebracht, da könnt ihr euch das selber nochmal anschauen. Ich habe die eine Rolle dann mal runtergezogen. In der Beschreibung steht, dass man an den markierten Stellen überall trennen bzw. schneiden kann. Markierungen habe ich natürlich keine gefunden, weder auf der Vor- noch auf der Rückseite. Aber das Ganze ist ziemlich eindeutig, wo man hier schneiden kann. Und genau das habe ich gemacht, mir ein paar Teile abgetrennt. Die Lötflächen sind dann beschriftet mit Plus und Minus, was dann schon mal ganz praktisch ist, sodass man hier nicht viel verdrehen kann. Und weil die ersten Lötungen bei mir sich mal doch wieder gelöst haben, bin ich dann hingegangen und habe mit dem Schraubendreher einfach diese Lötpads mal ein bisschen aufgeraut. Habe natürlich hier meine Finger davor gehalten, aber ihr müsst mir das einfach glauben, definitiv einfach so ein paar Kreuze drauf gemacht und das Ganze hält nachher viel besser. Dann die Kabel und diese Lötpads schnell verzinnt und dann die Kabel schnell angelötet. Das Ganze ist keine Hexerei, selbst ich habe das hinbekommen, meine Lötkünste sind hier nicht die größten oder die besten, da habe ich schon ganz andere und feinere Sachen gesehen, aber dafür ist es durchaus ausreichend. Als erstes habe ich das dann an alten LGB-Travo angeschlossen. Man kann es hier leider nicht ganz so perfekt erkennen, also es gibt Gleichstrom von 0 bis 22 Volt. Ich habe dann kurz ausgemessen, in welchen Stellungen ich wie viel Volt habe, weil die LED ja theoretisch nur so bis maximal 5 Volt kriegen sollte. Habe mir dann eine Markierung oben am Travo gemacht, damit ich das nicht weiter ausreize. Und siehe da, es leuchtet dann tatsächlich. Als Alternative habe ich mir dann so ein kleines Netzteil besorgt, beziehungsweise habe ich sowieso schon da. Und ich benutze hier ganz gerne so umschaltbare Universalnetzteile. Das heißt, wir können hier die Voltstärke von 3 Volt bis 12 Volt umstellen, sodass ich das dann auch für andere Zwecke verwenden kann, wenn es hier nicht gebraucht wird und ich auf irgendeine Voltzahl dann festgelegt bin. Das finde ich ganz praktisch. Hier habe ich die Kamera dann mal in der gleichen Belichtungseinstellung stehen gelassen und die kleine LED hier erstmal mit 3 Volt angesteuert. Als nächstes dann mit 4,5 Volt angesteuert. Und das Netzteil dann nochmal auf 5 Volt umgestellt. Auch das hat funktioniert. Der Helligkeitsunterschied zwischen den 4,5 und 5, das glaube ich, braucht man hier nicht groß zu erwähnen, ist im Grunde genommen Schnurps. Aber es ist also durchaus möglich, das Ganze auch nur mit 3 Volt zu betreiben und das Ganze ein bisschen dunkler zu halten. Und damit ihr seht, dass diese eine LED vollkommen ausreichend ist, um so ein einfaches Häuschen zu beleuchten, habe ich es hier einfach mal drunter gepackt. Das obere Stockwerk ist getrennt, deswegen hat das obere Fenster kein Licht. Aber es ist komplett ausreichend mit den 3 Volt angesteuert, das ganze Häuschen mit einer einzigen LED zu beleuchten. Interessant wird das Ganze jetzt, weil diese Lichtschlauch mit 180 LEDs hat jetzt 7,99 € gekostet. Also ungefähr 8 € und umgerechnet auf die LED sind das ungefähr 4,5 bis 5 Cent. Rein theoretisch wäre es jetzt möglich, mit 5 Cent von der reinen LED-Kosten her ein einzelnes Haus zu beleuchten. Man muss sich halt die Mühe machen, das Ganze zu löten. Aber was ich hinbekommen habe, das dürfte für die meisten anderen auch kein Problem sein. Und für mich wird das Ganze jetzt interessant, weil die kleine Villa, die ich ja noch vorhabe, hier zu beleuchten, hat 4 einzelne Räume, sodass ich hier auch wirklich dann mindestens 4 von diesen LED-Streifen einkleben muss. Das Ganze würde ich dann gerne noch steuern, dass wir hier so eine Lichtsteuerung reinbekommen.
Das will ich gern mit so einem Arduino machen, habe da auch schon angefangen, war allerdings dann gar nicht so einfach, wenn man das zum ersten Mal macht. Und dann wäre das mein nächstes Video, um euch zu zeigen, wie man mit dieser günstigen Beleuchtung dann wirklich diese Hausbeleuchtung steuern kann. Und ich denke mir, sämtliche anderen hier heute vorgestellten Varianten sind da einfach nicht mehr zeitgemäß. Sie sind entweder veraltet, sind zu teuer, zu stromintensiv oder zu umständlich. Und ich denke, die einzige Variante, die hier für mich in Frage kommt, wie für die meisten anderen wahrscheinlich auch, sind diese SMD-LED-Lichtschläuche. Und ich denke mir, ich habe dann die Variante gefunden, in der ich in Zukunft meine Beleuchtung der Häuser hier mache. Wenn es jemand interessiert, den Link für das Netzteil und für den Lichtschlauch habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Damit bin ich hier erstmal am Ende mit meinem Video. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Nächste Woche gibt es dann mehr und bis gleich.